vorbeigehen, ganz leise und verschleppt. Gestern waren wir noch Ganoven, heute bist du nur noch weg. Ich versuche mir musikalisch keine Grenzen zu setzen. Ich habe früher viel mit diesem cool-uncool-Ding gehadert und gekämpft und habe auch da schnell gemerkt, dass diese Grenzen mich nerven und es die eigentlich gar nicht gibt, sondern dass die immer aus so einer bestimmten Richtung der Branche kommen. Wer bestimmt eigentlich, was cool ist und was man machen darf und nicht. Und ich versuche mich da nicht einschränken zu lassen. Ich habe mein Leben lang großes Urvertrauen bekommen von meiner Mutter. Und ich hatte auf der Waldorfschule einen Musiklehrer, der sehr unterstützend war und der mir immer das Gefühl gegeben hat, dass ich das irgendwie kann. Und ich glaube, das war total wichtig, dass mir nicht das Gefühl gegeben wurde, dass ich irgendwie, ja, ich hatte irgendwie so einen Support und habe dann auch ich habe viel Wir sind Helden oder sowas dann halt gehört, Mia oder so, und habe halt auch immer gedacht, die können das? Ach so, vielleicht kann ich das ja auch. Und dann hat das so angefangen, aber auch nie so blinder Optimismus, so du bist irgendwann Star, sondern hey, das wird harte Arbeit, aber du kannst es schaffen. Wir liegen nebeneinander in deinem Bett und suchen nach etwas, das nicht in uns ist. Und weil das passiert ist, aus einem Glas zu viel, gehe ich jetzt ab. Es war schön mit dir. Ich habe das Gefühl, dass marginalisierte Gruppen politisiert werden, weil wir das müssen. Also ich glaube auch, dass wenn ich das auch gar nicht will, also als ich Sängerin werden wollte, habe ich nicht gedacht, dass damit auch politische Arbeit dann einhergeht. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich das machen muss, um überhaupt Türen zu öffnen, die für mich verschlossen sind. Und auch für NewcomerInnen nach mir will ich diese Arbeit halt leisten. Ich habe sehr oft die Momente, wo ich alles scheiße finde und also vor allem jetzt im letzten Jahr einfach müde geworden bin und auch einfach im Privatleben jetzt mir selber Grenzen geschaffen habe. Das fand ich auch total wichtig, zu sagen, ich mache das jetzt hier gerade nicht. Ich leiste jetzt nicht schon wieder unbezahlte Bildungsarbeit, damit ich dir was über Sexismus beibringe. Hier ist ein Buch, lies das, lass mich in Ruhe. Und da finde ich es auch, ich bin sehr viel wütend geworden und ich habe auch gemerkt, dass mich so das Thema und auch die Arbeit damit belastet hat und ich mir da vor allem jetzt Anfang des Jahres echt Zeiten nehmen musste. Ich habe alle Social-Media-Apps mal gelöscht und bin einen Monat weggefahren. Nicht einen Monat weg, einen Monat raus gewesen, mal weggefahren, um einfach zu heilen von dem, was mir halt passiert ist, mit auf Augenhöhe, weil es einfach ein sehr anstrengender Prozess ist und auch da die Arbeit, die KünstlerInnen leisten, das ist halt krass. Und da finde ich es halt auch, ja, da fehlt manchmal so der Respekt vor dem, was man eigentlich tut. Das ist ja kein Spaß. Die ganze Samra-Debatte ist kein Spaß. So, meine Freundinnen bekommen gerade Vergewaltigungsandrohungen, weil sie sich dazu geäußert haben. Mir gerne, was ich schon weiß. Du willst ja nur helfen, ja, ist ja nur nicht gemeint. Ich nutze meine Stimme, du hörst nicht hin. Und wenn es zu spät ist, wird gefragt, warum hast du denn nichts gesagt? Du sagst, ich bin nur halb so groß und halb so laut, immer nur halb so viel und halb so schlau, immer nur halb so gut, weil ich neben dir stehe, auf Augenhöhe. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Antrieb und eine Hoffnung. Und ich glaube, ohne diese Wunschvorstellung, dass das irgendwann möglich ist, dass keine Diskriminierung mehr auf Festivals oder überhaupt in irgendeinem gesellschaftlichen Raum stattfindet, wenn man da nicht dran glaubt, dann kann ich das alles gar nicht machen. Also auch diese Sprüche von, ach, das wird doch immer so sein oder ach, das Rock am Ring Festival, das wird man nicht ändern können, das wird immer so sein. Das ist total entmutigend und das finde ich auch eher kritisch, wenn jemand sowas sagt, weil wir müssen doch alle den Anspruch haben oder diesen Optimismus haben, um überhaupt irgendwie immer weiter diesen Antrieb zu behalten und auch die Energie zu behalten. Wofür machen wir das denn? Ich mache das nicht für 3% Frauenquote auf Festivals, sondern für 50-50 oder ist ja auch eher binär gedacht, jetzt 50-50 eher plakativ. Aber ja, ich finde, der Anspruch sollte schon da sein. Ich finde nicht, dass KünstlerInnen Verantwortung haben, sondern dass jeder eine Verantwortung hat. Nur auf uns schauen halt sehr viele Leute und wir stehen manchmal vielleicht vor 2000 Leuten am Abend oder vor
20.000 bis, weiß nicht wie vielen, 600.000 FollowerInnen am Tag. Und mit der Reichweite, finde ich, hast du ja auch irgendwie noch mehr Verantwortung. Aber trotzdem hat, glaube ich, jeder einzelne Mensch, jeder, der auch hier ist und keine 20.000 Follower hat, hat diese Verantwortung. Du hast mir so gern gezeigt, was du an mir nicht magst. Okay, dann hab ne gute Zeit. Ich wünsch dir viel Spaß ohne mich. Bist du wohl besser dran? Ich hab die Stadt getauscht, meine Kisten gepackt, dabei wieder was gefunden, was ich noch von dir hab. Und du rufst mich wieder an. Doch jetzt tut's nicht mehr so weh, nur noch ein bisschen. Und ob du noch an mich denkst, ich will es nicht wissen. Wenn du mich ansiehst, fühlt es sich an wie verschwendete Zeit. Ich will wieder alleine sein. Ich glaube, Dinge verändern sich und das hat ja die Vergangenheit gezeigt. Man kann Dinge auch beeinflussen und vor allem jeder Einzelne kann das beeinflussen. Und ich wünsche mir einfach, dass es irgendwann Festivals gibt, wo sich jeder wohlfühlt, wo jeder sich sicher fühlt, wo Leute auf Bühnen schauen und denken, krass, die ist ja so wie ich oder er oder die Person, und sich repräsentiert fühlen und safe fühlen. Und ich glaube, dass wir das erreichen können, wenn halt sich alle FestivalveranstalterInnen ihrer Verantwortung bewusst werden. Das wird.